Hello everybody, welcome to the final race meeting of the 2023 Goodyear FIA European Truck Racing Championship from Jarama in Spain. It's a fantastic final race weekend with the beautiful people here from Krona and Trailer Dynamics. I've experienced their amazing e-trailer just this morning on the circuit. It is mind-blowing, the performance of this thing. Erstmal super, dass es so kurzfristig geklappt hat. Abdullah ist wieder unterwegs, mitten on the road. Ganz kurze Abstimmung. Und zwar, ich habe jetzt gehört, Thema elektrische Sattelzugmaschine, das klappt alles. Dann wird das ja mit der Aufsattelhöhe nicht passen. Welche Fahrzeuge hätten wir denn zur Verfügung? Der Dry-Liner hat natürlich gewisse Nachteile gegenüber dem Megaliner. Der hat halt einen schweren Aufbau, liegt aber auch hoch. Das heißt, der Schwerpunkt ist ein bisschen ungünstig für Rennapplikationen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein super schönes Fahrzeug. Einen Dry-Liner haben wir tatsächlich auch noch gar nicht umgesetzt gehabt bei den E-Trailern. Wir hatten bisher immer nur Planensattel oder auch Cool-Liner. Und somit war es quasi nicht nur in Sachen E-Trailer eine Neuerung, sondern auch für das ganze Renngeschehen. Die ersten Probefahrten waren mit dem Dry-Liner schon sehr spannend. Wir haben auf dem Handling-Kurs sehr schnell gemerkt in den Kurven, dass er halt schwankt ein bisschen. Im Vergleich zum Megaliner, haben wir eben gesagt, der Schwerpunkt ist sehr, sehr hoch. Aber das war auch ganz, ganz toll, dass wir halt erstmal diese Proben gemacht haben auf dem Handling-Kurs. Da waren wir dann sehr vorbereitet auf das, was uns hier in Jarama erwartet. In Jarama haben wir das Konzept verfolgt, dass wir einmal voll elektrisch eine Rekordrunde fahren wollten. Das ist ja genau der Schwerpunkt, den Trailer Dynamics oder auch wir verfolgen. Wir haben einen E-Trailer, der mit einer regulären Sattelzugmaschine mit Diesel funktioniert, aber gleichzeitig natürlich auch als Range Extender für voll elektrische Zugmaschinen umsetzbar ist. Und genau diese Vielfältigkeit in den Anwendungsfällen wollten wir auch hier darstellen. Das heißt, wir sind nicht nur die Ersten, die mit einem E-Trailer auf einer Rennstrecke unterwegs waren, sondern jetzt zusätzlich auch noch die mit einem E-Trailer und einer voll elektrischen Sattelzugmaschine unterwegs waren. Die Fahrt nach Jarama war sehr spannend. Insofern, weil ich eigentlich Angst hatte, dass wir überhaupt diese Strecke schaffen. Und wir hatten geplant, dass wir vielleicht sogar eine Woche vorher fahren, also nochmal vor dem Wochenende. Man hat dann ein bisschen so die Erkenntnis aus den Fahrten, die wir vorher gemacht haben, uns beruhigt. Und wir sind dann am Montag losgefahren, in der Hoffnung, dass wir dann rechtzeitig am Donnerstag ankommen und waren dann schon am Dienstag da. Also fantastisch. Jarama ist natürlich auch für die Teams was Besonderes, bildet den Saisonabschluss. Hier ist noch sehr, sehr viel offen, gerade in der Meisterschaft. Das heißt, man hat hier sehr, sehr viel Freude, man hat harte Zweikämpfe und da wollen wir natürlich Teil sein. Der Record Run war für uns tatsächlich eine kleine Herausforderung. Wir konnten zwar trainieren, Samstag durften wir aber leider nicht auf die Strecke, weil Unfälle stattgefunden haben auf der Rennstrecke. Das heißt, wir haben alles auf den Sonntag gesetzt. Wir haben uns nochmal super präsentieren können. Also Abdullah ist auch voll elektrisch, eine super Runde gefahren. Das Fahrzeug hat hervorragend funktioniert und genau wie wir es uns vorgestellt haben, ist tatsächlich alles so aufgegangen. Sehr schön. Im Vergleich zum Dieselfahrzeug hast du halt eine ganz wichtige Komponente, die bei dem elektrischen Fahrzeug fehlt, das ist das Zwischenschalten. Immer dieses und Schaukeln und Hochfahren und jedes Mal in den nächsten Gang und diese Unterbrechungen. Das merkt man natürlich auch auf der Strecke, auch hier in Jarama, dass man dann halt wirklich viel, viel schneller, zügiger durchkommt. Das Fahrzeug, also die Sattelzugmaschine hat ein Getriebe. Und ich glaube, einmal haben wir es gemerkt, wo dann das Getriebe zum ersten Mal einmal runtergeschaltet hat beim Berghochfahren. Aber sonst ist das immer wie auf dem fliegenden Teppich.
wir haben angefangen mit der Idee, dass wir auf die Nordschleife fahren. Hättest du gedacht, dass das so wird das ganze Jahr? Also wenn du überlegst, wir haben wirklich Mai angefangen, Misano. Jetzt sind wir hier in Jarama, September, Ende September. Ja. Hier auf der einen Seite Flut, Regen, Katastrophe. Ja, das kann nicht wahr sein, ne? Aber das war dann echt ein Abenteuer. Vor allem am Anfang haben wir noch gedacht, okay, wir brauchen irgendwie so eine Storyline, die uns durch die ganze Geschichte durchträgt. Also dass auch mal irgendwo Drama da ist. Und schlussendlich war es so, irgendwo wurde uns immer ein Stein in den Weg gelegt. Und die Storyline hat sich ergeben. Genau. Aber was cool ist auch, die Teams sind zusammengewachsen. Also so viel Zeit haben wir auch miteinander verbracht, sozusagen in guten und schlechten Zeiten. Das werden wir wahrscheinlich unser Leben nicht vergessen. Auch wenn es mir schwerfällt, das war's für die Saison. Ja. Ich habe schon einige Ideen, was wir nächstes Jahr machen können. Also da müssen wir noch mal in Ruhe drüber sprechen. Aber für dieses Jahr haben wir es dann erstmal. War richtig cool. Danke, Abdullah, dass du es mitgemacht hast. Super.